Herzlich willkommen in der Aquarellschule LADFE hier bei Malen mit Kerstin und einem weiteren Herbstvideo. Es geht um Pfützen, es geht um Komplementärfarben, Farbperspektive und einfach den Aufbau des Bildes, vor allen Dingen auch des Himmelbereiches. Wir starten, indem ich euch ein bisschen etwas zu den Farben erkläre. Wir haben 3 Primärfarben, Gelb, Rot und Blau, davon jeweils eine warme und eine kalte Farbe. Also 2 Gelb, 2 Rot und 2 Blau. Aus diesen Farben können wir eigentlich alles, was wir brauchen, mischen. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Hier ein Zitronengelb, die kalte Farbe des Gelbtons. Dann ein goldenes Gelb, das ist natürlich der warme Gelbton. Kalt geht immer von uns weg, warm kommt auf uns zu. Hier Zinnoberrot, das ist der warme Rotklang und dazu Karminrot bzw. Alizarinkarmesin in dem Fall, die kalte Rotnuance. Ein Ultramarinblau, das ist das warme Blau und ein Preußischblau. Ich verwende dazu ein Heliocylinblau. Das ist das kalte Blau. Wie gesagt, warm kommt auf uns zu, kalt geht von uns weg. Und so können wir einfach, diese Farben auch mit dem Hintergrundwissen, wie sie reagieren, verwenden. Es gibt jetzt immer in der Mischung Farben, die im Farbkreis komplementär zueinander stehen. Zum Blau steht das Orange komplementär, zu Rot das Grün und zu Gelb das Violett. Mit Ultramarinblau und Karminrot mische ich mir ein Violett, mit Gelb und Zinnoberrot, Goldgelb und Zinnoberrot ein Orange und mit Zitronengelb und Preußischblau ein Grün. So kann ich mit genau diesen Farben eigentlich die ganze Palette füllen. Und in einem Bild verwendet man oft Komplementärfarben, dass man einfach die Kraft des Bildes herausholt. Also je mehr Energie im Bild, also mehr Ladung im Bild ist, desto stärker wirkt es auch auf die Betrachter. Deswegen verwendet man sehr gerne und sehr oft die Komplementärfarben. Das möchten wir auch heute tun, das werde ich euch heute zeigen. Beobachtet es einfach, wie im Himmel dieses Violett unten in der gelben Wiese, im gelben Feld wieder auftaucht. Ja, nun haben wir einiges gehört zu den Farben und können somit jetzt starten mit unserem Video. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Wir beginnen, indem wir das Blatt anfeuchten. Hier kommt ein Weg, dein Haus und dann kommt oben der Himmel und unten das Feld. Die Horizontlinie machen wir nicht mittig, sondern ein bisschen unterhalb der Mitte. Den Himmelbereich feuchten wir uns jetzt an mit dem Elastip. Den Elastip bekommt ihr in meinem Shop unter www.ladfe.com. Mit Cadmium Orange Hell mischen wir uns und ein bisschen einem hellen Gelb mischen wir uns den Himmelbereich. Von oben kommt ein Ultramarin dazu, was wir mit dem Gelb verblenden. Nun mischen wir uns einen Braunviolettton aus Heliocylinblau, goldenem Gelb und einem Karminrot, also Alizarinkarmesin, und noch in den feuchten Untergrund hinein tupfen wir Wolken an den Himmel, Herbstwolken, eben wie gesagt Gelb, Violett, das sind die Komplementärfarben und da schauen wir jetzt, dass wir von denen hier ganz viel im Angebot haben. Diese Wolken, die zerrinnen ein bisschen, das ist genau der Plan und mit einem Taschentuch könnt ihr die Unterseiten ganz zart aufhellen. Das macht einfach mehr Licht im Bild. Man sieht dann, dass das Licht von unten her an die Wolken strahlt, leuchtet. Das macht einen schönen Effekt. Gut, also den Himmel hätten wir angelegt. Jetzt müssen wir am Horizont noch eine
Baumreihe in der Ferne, kreieren im selben Farbklang, ein bisschen dunkler, stippeln wir eine entfernte Baumreihe in unser Bild und haben so eine schon ganz konkrete Horizontlinie. Im unteren Bereich können wir mit Ultramarinblau die Horizontlinie ein bisschen abdunkeln. Dann lassen wir es trocknen und mit einem Maestro Nummer 2 malen wir hier ein kleines Häuschen. Wir verwenden die Horizontlinie dafür, weil das Häuschen zwar mehr im Vordergrund ist als die entfernten Bäume, aber nicht so weit im Vordergrund, dass wir es berühren könnten. Also es ist trotzdem noch ein Stück von uns weg. Mit einem Schrubberpinsel waschen wir das Häuschen aus, die Form des Häuschens so ungefähr, und verwenden dann, wie gesagt, einen Maestro Nummer 3 von Da Vinci, ein Zinnoberrot, gemischt mit einem Ultramarinblau, vielleicht ein wenig von einem goldenen Gelb hinein und kreieren so die Wände, mit einem Zinnoberrot das Dach. Und schon haben wir ein kleines Häuschen stehen. Hier in der Mitte helle ich es ein wenig auf, weil da kommt dann das Fenster hin. Ich habe jetzt das Ganze abgedunkelt, trocknen lassen und male jetzt noch ein paar Details mit dem Violett, gemischt aus Zinnoberrot, also Braunviolett, Zinnoberrot und Ultramarinblau. Mache auch Schattierungen auf der rechten Seite und unter dem Dach und natürlich einen Kamin auf das Dach, wo ich dann auch einen zarten Rauch aufsteigen lasse in den Himmel hinein, so dass man wirklich sieht, da wohnt jemand, da ist Leben in diesem Haus, das ist nicht Attrappe. Ja, so haben wir jetzt schon was sehr Wichtiges angelegt, nämlich diesen klaren Himmel mit dem Häuschen, es ist Leben im Bild, es hat Rauch und nun legen wir den Vordergrund an mit Weg, mit Wiese und ja, Perspektive, dass es zu uns nach vorne kommt. Hinten ist ein Weg schmal, nach vorne wird ein Weg breit. So bekommen wir die Perspektive in ein Bild. Nun mischen wir uns wieder ein Zinnoberrot mit einem Ultramarinblau und ganz wenig Cadmiumorange hell, und stippeln noch ein paar Bäume rechts und links zum Häuschen und auch den Untergrund unter dem Häuschen deuten wir an, nehmen dann einen feinen Schriftenpinsel und malen die Baumstämme für die Bäume und schon ist das Häuschen ein wenig eingebettet und sieht eigentlich recht einladend aus, finde ich. Nun legen wir uns einen Weg an, hinten ganz schmal, der Himmel spiegelt sich ein bisschen darin, sieht zuerst aus wie ein Fluss, unten dann Ultramarinblau, weil wir ja eben, wie ein Fluss meine ich, weil wir ja eben die Pfützen im Klang des Himmels malen möchten. Nun rechts und links malen wir Feld, also Wiese. Wir grundieren es jetzt einfach mal sehr, sehr salopp mit einem Cadmiumorange hell gemischt mit einem Zitronengelb und von unten kommen wir mit unserem schmutzigen Braunton dazu, mit unserem Braunviolett. Stippeln wir so ein paar büscheliges Gras, sodass man wirklich auch die Kontur dieses kleinen Hügels sieht. Jetzt ist mir das Wort entfallen. Böschung, diese kleine Böschung sieht. Ja, wenn man immer so wechselt zwischen Schweizerdeutsch, Hochdeutsch und Österreichisch. Auf Österreichisch heißt die Böschung Gsteten und auf Schweizerdeutsch heißt es Böschig und eben auf Hochdeutsch die Böschung. Naja, deswegen habe ich da manchmal ein bisschen einen Kartoffel im Mund. Also manchmal kommen mir die Worte so durcheinander, dass ich kurz innehalten muss. Auf der linken Seite machen wir dasselbe, machen aber eben keine Böschung im Vordergrund, sondern es geht relativ flacher jedenfalls links weiter. Ganz weit vorne bei uns haben wir ein Ultramarinblau noch in unserer Farbe gemischt und haben so noch ein bisschen mehr Vordergrund geschaffen, weil es ein warmes Blau ist und auf uns zukommt. Ich ziehe die Farbe des Weges noch mal ein bisschen nach, die ist sehr, sehr blass im Vergleich jetzt und so gefällt es mir besser. Lasse das Ganze trocknen und kann jetzt sehr gut die Pfützen andeuten. Mit einem Maestro Nummer 3 von Da Vinci und dieser
mit diesem schmutzigen Violett legen wir rechts und links den Rand des Weges an und dann malen wir sozusagen wie im Negativ die Pfützen. Also wir lassen die Pfützen aus und malen den Weg dazwischen. Immer wieder berühren sie sich auch. Also wichtig ist, dass ihr einen Mittelstreifen bekommt. Da ist selten Wasser, weil natürlich rechts und links diese Rillen vom Fahren eingedellt sind und also die Fahrspur sozusagen. Und in der Mitte ist es erhabener. Ich habe jetzt gerade mit der Plastikkarte noch ein paar Steine hineingekratzt und kann jetzt mit Blau noch Schattierungen vornehmen. In der Mitte und am Rand auch des Weges, sodass da mehr Schatten liegt, wo eben Schatten ist. Gerade auf der linken Seite ist es sehr wichtig, dass wir da Schatten haben. Auch immer wieder müsst ihr euch eine neue Braunfarbe, Violett-Braunfarbe mischen. Das habt ihr mittlerweile schon, macht ihr aus dem FF, weil wir es jetzt so oft gebraucht haben. Und sobald ihr das Gefühl habt, der Weg ist einigermaßen gut jetzt, man erkennt diese Pfützen, man kann die Pfützen auch im oberen Bereich jeweils noch ein bisschen aufhellen. Ja, und dann liegt der Weg so vor uns mit diesen Pfützen. Wir malen noch ein paar Steine hinein. Wir können auch Steine noch auswaschen, also aufhellen mit der Auswaschtechnik in dunklen Stellen. Wir schattieren die Steine auch ein wenig, sodass nach und nach dieser Weg immer mehr Weg wird. Also immer mehr eindeutig ein pfützenbestückter Weg wird. Ja, sobald ich zufrieden bin, auch im vorderen Bereich so ein bisschen Gras gemalt habe und auch wie ich das hier jetzt mache mit dem Blackbird, mit dem ganz feinen Pinsel, Cosmotop Spin Nummer 1 von Da Vinci. Ich nenne ihn immer Blackbird, weil ich damit auch immer die Vögel male. Mit dem kann ich jetzt die Steine, so einzelne Steine noch auswaschen und schon habe ich, leuchtende Steine, die da so ein bisschen im Abendlicht glänzen und kann jetzt einfach noch an einzelnen Stellen Verbesserungen vornehmen, wo ich das Gefühl habe, da muss mehr Schatten sein oder da brauche ich noch ein bisschen Gras oder das Feld muss da noch ein bisschen besser in den Weg übergehen oder. Dann könnt ihr einen Schritt zurück machen und euch das mal anschauen. Dann lasst ihr das Ganze trocknen, nehmt den Blackbird und legt euch einen Zaun an. Und ihr müsst jetzt mal beobachten, der Zaun soll von vorne nach hinten gehen. Das heißt, hinten stehen die Pflöcke nahe beieinander und sind klein. Gegen vorne hin werden sie groß und die Abstände größer. Ihr seht, es ist extrem, wie klein und wie groß innerhalb von diesen 5 cm Distanz das angelegt werden muss. Sonst habt ihr die Perspektive nicht. Durch diesen Zaun bekommt ihr auch diese ganz tolle Perspektive. Dieser Zaun unterstreicht das noch, zusammen natürlich mit dem Weg, der nach hinten schmal wird. Aber auch dieser Zaun hilft, dass das Bild, also dass der Weg ganz weit nach hinten geht. Und ihr seht, der obere Draht ist fast am Horizont. Nur der vorderste Pflock, den habe ich leicht erhöht, sodass es nicht nur immer auf der Horizontlinie dieser Draht langläuft, sondern der vorderste Pflock ist ein bisschen höher, aber sonst kann man sich an der Horizontlinie orientieren. Es ist auch spannend, dass wirklich das etwa so sein muss und dass wir jetzt gerade auf dieser Höhe stehen, dass eben dieser obere Draht an der Horizontlinie klebt, mehr oder weniger. Ja, das sind so kleine spannende Dinge. Am Himmel habe ich jetzt noch ein paar Vögel gemalt. Das kennt ihr eigentlich aus allen meinen Videos. Wenn ihr da also ein bisschen aktiv seid auf meinem Kanal, was ich natürlich hoffe und wozu ich euch einlade,
Da freue ich mich. Ihr findet auf meinem Kanal ganz viele verschiedene Dinge. Ihr findet auch eine Mitgliedschaft, wo ihr wirklich Step-by-Step-Video bekommt, in Echtzeit, in einem guten Aufbau, sodass ihr ganz leicht in die Aquarellmalerei hineinfindet. Ihr findet auf meinem Kanal verschiedene Bereiche, verschiedene Gruppierungen auch zu verschiedenen Themen, Sommer, Herbst, Frühling, Winter, Weihnachtskarten. Ihr findet Technikvideos zu Bäumen, Bergen, Schatten, Nebel. Also ich habe wirklich, ich weiß nicht, ich glaube es sind fast knapp 700 Videos, was ich schon auf meinem Kanal habe, sodass man wirklich eine sehr große Auswahl hat und sehr viel lernen kann. Ja, ich lade euch einfach herzlich ein. Schaut herein in meinen Kanal, bedient euch und lernt dazu, freut euch über eure Fortschritte. Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella die Fee. Nun wünsche ich euch eine gute Zeit und bis in Bälde mit dem nächsten Video. Tschüss!